Großhandel klingt für Amazon-Anfänger einfach. Beliebte Marken günstig kaufen, teurer auf Amazon verkaufen, Gewinn machen. Aber auf die beliebtesten Marken stürzt sich einfach jeder. Deswegen suche ich nicht Marken, die offensichtlich sind. Ich suche die Marken, die guten Umsatz machen, aber übersehen werden. Hier ist die Herausforderung. Wir nutzen dafür die alte Methode, per Hand nach der besten Marke und den Großhandelskontakt zu recherchieren, gegen die neue Methode der KI und finden raus, wer ist schneller, wer ist besser, mehr macht mehr Geld. Los geht's. Reselling auf Amazon ist so spannend, weil die Kunden schon alle da sind. Und du musst keinen eigenen Shop bauen, du musst überhaupt keine Produktseite anlegen. Die Ware wird an Amazon geschickt, Amazon lagert und schickt es dann hinterher an den Kunden. Also die wichtigste Frage ist, welche Ware kaufe ich, damit hinterher mehr Geld zurückkommt? Bevor wir jetzt die Marken bewerten, einigen wir uns noch auf 3 klare Kriterien. Und das ist Nummer 1, dass nicht Amazon oder die Marke selber der größte Händler der Produkte ist. Und damit ganz klar Nummer 2, wir müssen jetzt schon andere freie Händler sehen, die auch Amazon FBA mit der Marke machen. Damit kommen wir zum drittwichtigsten Kriterium und das ist, die ganze Marke muss einen sehr guten Umsatz auf Amazon machen, damit sie für uns interessant ist. Und erfüllt sie die Kriterien nicht, fliegt sie gleich raus. Erfüllt sie aber die Kriterien, dann gucken wir richtig tief nach und checken, ist das die Marke, die wir die nächsten Jahre direkt im Großhandel kaufen werden. Bereits jetzt sind wir jeden Anfänger voraus. Anfänger stürzen direkt auf die größten Marken oder landen bei irgendwelchen zufälligen Produkten und die Marken haben noch nicht mal relevanten Umsatz. Im Großhandel gewinnt einfach nicht die größte Marke, sondern die eher so im Verborgenen liegen, die einfach die wahnsinnig guten Konditionen haben und die anderen übersehen. Das Tool, was wir hier benutzen, heißt SmartScout. Einen Rabattlink dazu findest du auch in der Videobeschreibung, aber noch wichtiger als das Tool ist die Methode, die wir benutzen. Lass uns heute für den Test eine Marke in der Computernische auf Amazon wählen. Was wir aber nicht machen dürfen, ist die erstbeste nehmen, sowas Offensichtliches wie HP oder SanDisk. Denn diese Software hier zeigt mir, dass es 217.000 Marken auf Amazon Deutschland gibt. Das ist viel zu viel zum Durchklicken und wir müssen eine Marke finden, die uns wirklich braucht, um die Produkte auf Amazon zu versorgen. Anfänger würden jetzt scrollen, aber Profis benutzen Filter. Denn in diesen 217.000 Marken auf Amazon ist bestimmt eine gute versteckt, aber wie finden wir die? Rechts oben im SmartScout, dem Tool hier, befindet sich Filters. Das ist jetzt der wichtigste Button. Hauptkategorie ist das erste, was wir filtern. Wir wollen nur Marken in der Nische Computerzubehör. Ich will auch nur Marken sehen, die mindestens 40.000 Euro Umsatz im Monat auf Amazon machen und maximal 450.000, dass sie wirklich noch nicht riesig sind. Nach Preis filter ich heute nicht, aber ich möchte nur Marken, die mindestens sowieso schon 2 verschiedene Händler haben, die ständig verkaufen und der größte Händler darf maximal 60% Marktanteil haben. Wir wollen richtige Reselling-Marken finden. 2 letzte Filter machen jetzt noch einen wahnsinnigen Unterschied. Ich sage auch, Amazon darf bei maximal 60% der Produkte Lagerbestand haben und in den letzten 12 Monaten muss die Marke um mindestens 5% gewachsen sein. Jetzt wird es spannend, wie viel von unseren 217.000 Marken bleiben übrig, wenn ich auf Anwenden klicke. Auf 56 Marken haben wir so runtersortiert und die gucken wir uns an. Die Liste ist jetzt klein genug, um sie wirklich per Hand durchzugehen. Ich sortiere aber zuerst nochmal nach dem kleinsten Umsatz zuerst, weil bei den kleinsten Marken wahrscheinlich am wenigsten Konkurrenz ist. Kleiner Umsatz heißt nicht automatisch große Chance. Also das schauen wir jetzt per Hand durch, aber eins weiß ich schon, in diesen 56 Marken ist bestimmt eine oder mehr, die sich richtig für den Großhandel lohnt. Schauen wir uns die erste Marke an, wird das die Marke, die wir jetzt über Jahre aus dem Großhandel kaufen, um sie auf Amazon zu verkaufen. Wenn wir auf den Namen klicken, können wir immer mehr Daten öffnen. Wenn wir auf das Logo klicken, können wir die Marke auf Amazon öffnen. Ich gucke mir zuerst mehr Daten an und sehe dann hier 45.000 Euro Umsatz im Monat. Interessant. Dann klicke ich oben auf Produkte. Da lese ich schon im Titel Smart Monitor 32 Zoll oder hier 55 Zoll. Klingt nicht ganz nach dem, was ich suche. An der Stelle würde ich jetzt gar nicht weiter recherchieren. Zu große, zu sperrige Produkte ist mir zu kompliziert. Die müssten wir dann selber lagern, selber versenden, Haufen Arbeit. An der Stelle würde ich jetzt gar nicht mehr weiterklicken, zum Beispiel auf Verkäufer. Dort habe ich gerade aber noch gesehen, es gibt 2 und es ist beides mal die Marke selber. Also die Marke ist raus. Keine Sorge, wir gucken uns jetzt nicht alle 56 Marken zusammen an. Wir springen einfach mal zum doppelten Umsatz. 85.000 Euro bei Lancom. Ich klicke direkt auf die Marke.
Mich interessieren direkt die Produkte, haben die was Besseres und es sieht aus wie Netzwerk, Computerrouter, das ist schon mal handlicher. Der nächste Klick auf Verkäufer zeigt mir auch, hier sind wirklich viele Verkäufer, das zeigt auch, andere sind einig, das ist eine gute Marke zum Verkaufen. Als letztes klicke ich hier noch auf Unterkategorien, da sehe ich die wichtigsten Unterkategorien der Marke und das sind Router, Wireless Access Point, Netzwerk-Switches, also Netzwerkzubehör. Klicken wir auch einmal auf Amazon, wie sieht es aus, wie sehen die Produkte aus und da haben wir sie. Definitiv schon mal handlicher. Wenn ich jetzt auf die Top-Produkte klicke, sehe ich aber schon ein Problem. Die sind teilweise ganz schön teuer, 1500 € im Verkaufspreis. Jetzt öffnet sich auch mein kleines Tool Seller AMP, so ein kleiner Gewinnrechner und der zeigt mir ein weiteres Problem, den Lagerbestand. Den haben aktuell nur Händler, die selber versenden, die sind gelb und Amazon, die sind rot. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass Seller AMP schätzt, es gibt nur 2 Verkäufe im Monat. Umsatz alleine reicht nicht aus. Ich will Marken verkaufen, deren Produkte jeden Tag auf Amazon bestellt werden. Lass uns jetzt was komplett anderes machen. Wir springen einfach ans Ende der Liste und nehmen hier die erste interessante Marke, SnapScan. Die sagt mir gar nichts, aber die macht 378.000 € Umsatz im Monat auf Amazon als unbekannte Marke. Klicken wir also nochmal auf den Namen und direkt auf Produkte. Ich will sehen, was die jetzt genau verkaufen. Dokumentenscanner, Scanner, Scanner. Okay, ganz klar eine Scannermarke. Okay, schauen wir uns an, was dahinter steckt. Im Bereich Verkäufer, auch hier super verteilt. Viele Verkäufer sind uns einig, dass die Marke gut ist und zum Schluss noch Unterkategorien und hier gibt es nur 2 und über 90% im Dokumentenscanner, also das macht's klar. Schauen wir uns das Ganze direkt auf Amazon an. So sieht die Suchergebnisseite aus für die Marke. Spezielle Scanner, die nicht nur einfach ein Blatt Papier, sondern auch so Visitenkarten scannen. Sehr interessantes Publikum. Das sind Businesskunden, das sind Unternehmen, die brauchen das Ding, bestellen sich das, dann kommt es auf den Schreibtisch, du hörst nichts mehr davon, bis sie den nächsten brauchen. Solche Kunden willst du. Dieser Scanner der Marke kostet 399 € auf Amazon und jetzt interessieren mich, was für Händler verkaufen das und das ist genau, was wir wollten. Wir sehen Selbstversender, wir sehen aber jede Menge FBA-Händler, die lagern alle ihre Angebote bei Amazon. Und hier oben steht auch noch über 300 Verkäufe im Monat. Seller AMP, der kleine Rechner, zeigt uns auch noch an, 251 € wäre unser höchster Einkaufspreis, um sehr gute 35% Profit zu machen. Die Marke kannte ich bisher noch gar nicht, aber alles, was wir uns angesehen haben, sah richtig gut aus. Jetzt ist die Frage, finde ich einen Großhändler dafür? Das bis jetzt war der schwierige Teil. Jetzt kommt einfach Fleißarbeit. Wir starten einfach im Google und gehen davon aus, jeder Großhändler wird das auch auf der Webseite erwähnen, dass er Großhändler ist und die Marke SnapScan hat, also suchen wir einfach danach. Und wir sehen direkt als erstes, wer liefert was, das große deutsche Portal, die Marke natürlich selber. Wir müssen jetzt klären, hat die Marke vielleicht ein Programm für uns Händler? Bei B2B-Händlern oder bei großen Distributoren oder unterstützt uns die Marke als Händler noch selber? Da klicke ich jetzt jeden Link durch, zum Beispiel diesen hier, das klingt nicht wie normaler Online-Shop. Wir sehen hier direkt, Preise direkt nach Login, 44 Stück verfügbar. Ich denke, das ist schon mal ein Großhändler und was wir jetzt machen müssen ist, registrieren, Gewerbeschein raufladen, dann sehen wir die Preise und können vergleichen. Deswegen wollen wir jetzt möglichst viele finden, damit wir möglichst vergleichen können und den billigsten Lieferanten finden. Hier meine klare Erkenntnis. Man kommt sicher ins Ziel, aber es ist langsam. Ganz ehrlich gesagt, solche Recherche ist einfach mühsam. Du hast gesehen, wir hatten einige Tabs offen. Wir mussten uns eine ganze Reihe Zahlen angucken. Wir mussten dann auch auf Amazon gegenchecken, wie es aussieht. Welche Händler verkaufen das jetzt aktuell? Und erst dann beginnt die Großhändlersuche im Google und umso mehr wir jetzt finden, umso mehr Preise wir vergleichen, umso günstiger kaufen wir ein, umso mehr Geld werden wir mit der Marke verdienen. Also hier scheitern schon Anfänger, weil die sich nicht die Mühe machen. Aber wie wäre es, wenn wir uns diese ganze Extraarbeit sparen können oder sogar noch besser machen können mit nur einem Klick? Mit Accio, der KI-Agent, ist gerade der Geheimtipp im E-Commerce. Jetzt haben wir eine Riesenliste von SmartScout und die ganze Arbeit, die wir selber machen mussten, recherchieren und Entscheidungen treffen, das lassen wir jetzt komplett der KI machen. Dafür geben wir Accio den Prompt, finde die besten Großhandelschancen für Amazon FBA. Die Kriterien, genug Umsatz, mehrere FBA-Seller, Amazon dominiert nicht, keine sperrigen Produkte und
realistische Lieferantenchance. Jetzt hänge ich noch die CSV-Tabelle von SmartScout an, klicke senden und jetzt warten wir, bis die KI mit den Treffern zurückkommt. Accio ist zurück mit den Ergebnissen und ich sag dir gleich, es war ein bisschen schneller als wir. Es hat 30 Sekunden gedauert und dann waren das hier die Treffer. Und das ist Nummer 1. Patriot Memory mit 359.000 Euro Umsatz im Monat, durchschnittlich nur 5 Verkäufer auf den Listings, großes Wachstum, immer begründet. Thermal Grizzly, auch in der Computernische, 105.000 Euro Umsatz im Monat, kleinere Marke, durchschnittlich 14 Verkäufer drauf, auch ein Wachstum. Und G-Skill, nochmal Speicher, wieder viel Umsatz, auch im Aufwärtstrend. Und die erste Überraschung, Nvidia, die bekannteste Marke mit 195.000 Euro, aber nur durchschnittlich 5,3 Verkäufer drauf, großen Wachstum. Weil das jetzt so schnell ging, habe ich auch gesagt, finde mir gleich mal für 2 Marken, für ScanSnap und für Patriot Memory, Großhändler, aber nicht nur in Deutschland, sogar auch in Osteuropa. Vielleicht kriegen wir das noch günstiger. Und schaue auf der Webseite vom Hersteller, ob wir einen direkten Support haben als Händler. Und die Ergebnisse könnten nicht bequemer sein. Ich habe für alles meine Großhandelskontakte bekommen. Accio hat mir sogar die Links zu den Großhändlern rausgesucht und geschrieben, wo ich mich registrieren muss, um meine Preise zu sehen und was ich bei den Herstellern als Händler direkt für Extras bekomme, wie Garantieverlängerung. Also mein erster Eindruck über Accio, das war wirklich der Wahnsinn. 30 Sekunden, wir haben richtig starke Treffer, richtig starke Marken. Wir haben direkt Großhandelskontakte. Ich wäre jetzt gerade für das, was wir gesehen haben, Stunden im Google und in Browser-Tabs beschäftigt. Damit mein erster Eindruck, die KI, also Accio, ist weltenschneller als meine manuelle Prüfung. Also ich habe eine gute Marke gefunden, das war aber schon eine Stunde Zeit. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr gefunden, wenn ich mich noch mehr Stunden damit beschäftigt hat. Gegen die 30 Sekunden, die Accio gebraucht hat, habe ich da keine Chance gehabt. Die Qualität der Treffer war ein Wahnsinn. Die Qualität der Großhandelskontakte, die gefunden wurden, war ein Wahnsinn. Also meine alte Methode war nicht falsch. Die KI ist einfach um Lichtjahre schneller. Accio wurde als KI-Agent entwickelt, der direkt E-Commerce-Aufgaben erledigen soll und vor allen Dingen Lieferantenrecherche macht. Der ist nämlich von Alibaba entwickelt, dem größten B2B-Marktplatz überhaupt. Und das ist nicht nur einfach ein Chatbot, der ein bisschen googeln kann, der ist direkt angebunden an die riesige Datenbank von Alibabas B2B-Daten, Lieferantenkontakte und das schließt auch die europäischen und deutschen Seiten ein, wie Europages oder Wer liefert was. Accio nutzt deswegen bei der Produkt- und Lieferantenrecherche diesen riesen Markenschatz. Accio entscheidet für mich aber nicht, es präsentiert mir die klaren Gewinner und begründet mir seine Empfehlung. Also ich bin gespannt, das Fazit zwischen SmartScout und Accio. SmartScout gibt uns direkt die Daten. Was passiert auf Amazon und welche Marken machen wie viel Umsatz? Welche Marken werden nur von Amazon verkauft und welche Marken sind offenbar jetzt schon beliebt bei anderen Sellern? Wir haben jetzt eine großartige Vorarbeit mit der Liste von SmartScout, aber Accio macht jetzt wirklich die Arbeit damit und sagt uns, welche Marken haben jetzt wirklich eine große Gelegenheit für Großhandel? Welche Marken muss ich mir klar als erstes angucken und wie ist der richtige Weg? Wie komme ich jetzt an Produkte im Großhandel von den Marken und gibt es direkt vom Hersteller irgendeinen Support für uns? Also es ist ein Riesenunterschied zu nur das Tool und Google danach oder ich glaube, das waren 10 Minuten, ich habe einen Kaffee getrunken und ich war weiter als mit einer Stunde, wie ich das per Hand gesucht habe. Und hier ist das Fazit. Welche Marke war der Gewinner? Ganz klar ScanSnap, die habe ich gefunden. Da war sich die KI sicher. Da haben wir auf Anhieb Großhändler in Deutschland und in Osteuropa gefunden. Jetzt würde ich so viel wie möglich anschreiben, gucken, wo kriege ich die Ware am günstigsten her. Und damit auch im Vergleich, die alte Methode, die funktioniert noch. Und es ist auch gut zu wissen, wie es funktioniert. Aber gegen die KI hat die einfach keine Chance. Die Software ist da. Und welche Methode war jetzt besser? Ja, ich glaube, die Frage muss ich nicht groß beantworten. Also die alte Methode funktioniert noch, aber man braucht Erfahrung, man muss wissen, wie es geht. Sie ist zeitaufwendig. Bei Accio ist eine KI. Es ist immer gut zu verstehen, was die KI genau machen muss für dich, aber die ist so wahnsinnig schnell. Also definitiv werde ich keine andere Methode mehr benutzen. Das ist einfach die Stärke der KI. Massen an Daten schnell zusammenfassen zu einer klaren Entscheidung. Aber als Anfänger nie 100% auf KI verlassen. Du musst wissen, was du tust und überprüfen, was du vorgesetzt bekommst. Erst wenn du auch klar verstehst, warum die Marke absolut Potenzial hast, dann gehst du los,
suchst dir Großhändler und denkst ans Weiterverkaufen auf Amazon. Wer auf Amazon erfolgreich aus dem Großhandel verkaufen will, muss wissen, welche Marken er kaufen muss. Und SmartScout gibt dir die klare Entscheidung, also Reselling ist voll zurück, Großhandel ist voll zurück. Also was wir jetzt an Software haben, das gab es teilweise vor Monaten nicht oder vor einem Jahr noch nicht. SmartScout gibt dir einfach die klare Entscheidung, welche Marken überhaupt in Frage kommen. Accio verkürzt unsere Recherchezeit von Stunden in wenige Minuten. Ich sage ganz klar, das ist kein Knopfdrücken hier und dort kommt das Geld raus. Aber für einen einzelnen Seller ist das ein Riesenvorteil und ein Riesenzeitvorsprung gegenüber jeden anderen. Wenn du willst, schreibe ich im nächsten Video alle Großhändler an und wir gucken, wie günstig können wir die Marke einkaufen oder sogar noch, was können wir bei dem Großhändler noch bestellen und wir geben eine Bestellung auf. Danke fürs Zusehen, ich freue mich. Ciao, ciao.